Mein Name ist Wolfram Barfuß. Ich habe die Agelander-Professur für integrierte Systemmodellierung für Nachhaltigkeitstransformation. Das heißt, mein Team und ich entwickeln mathematische und Computermodelle für kollektives Lernen, um besser zu verstehen, wie in komplexen Umwelten aus individuellen Entscheidungen kollektives Handeln wird, was unsere Lebensgrundlage erhält und damit im besten Fall ein gutes Leben für alle ermöglicht. Oder um es kurz zu sagen, wir machen Grundlagenforschung, wie das gute Leben miteinander, mit der Natur gelingen kann. Die Herausforderung, die mich begeistert, ist die Kombination aus einem Problem, wo ich ja gerne für aufstehe. Das ist also das Nachhaltigkeitsproblem, Nachhaltigkeitsherausforderungen zu lösen, ist etwas, was ich sehr wichtig finde. Also es ist nicht nur der Erkenntnis, die mich antreibt, aber gleichzeitig eben auch die Grundlagenforschung. Also das Zusammenbringen von ja, verschiedenen Disziplinen, ohne jetzt, sage ich mal, direkt in jedem Projekt gleich einen messbaren Real-World-Impact zu haben, sondern wirklich auch mal sich die Zeit zu nehmen, sich ein bisschen zurückzuziehen in der Wissenschaftsumgebung, um die Dinge durchdenken zu können und sich eben zu fragen, wie das alles zusammengeht, wie das alles zusammengehört. Denn das Nachhaltigkeitsproblem ist halt nun mal eins, was die Naturwissenschaften nicht alleine lösen können, was die Sozialwissenschaften nicht alleine lösen können, was die Geisteswissenschaften nicht alleine lösen können. Das müssen alle zusammen machen und da eine Sprache finden, wie wir überhaupt drüber nachdenken und drüber sprechen können, ist ja, was mich antreibt. Also für mich bedeutet Exzellenz die Kombination aus 3 Elementen. Das erste Element ist die Frage, was wollen wir überhaupt erreichen? Was ist unser Ziel? Das ist eine normative Frage und da müssen wir eben in Aushandlungsprozesse gehen, wenn wir die zusammen erreichen wollen. Das zweite Element ist, die Lösung für das Problem zu finden und da immer nie träge werden. Immer gucken, wie kann ich noch besser werden, um mein Problem zu lösen. Und das dritte Element ist, sich dabei nicht aufzugeben oder selbst zu verlieren, sondern auch die eigene Regenerativität im Blick zu behalten und das dann auch nachhaltig machen zu können. Ein gelingendes Team ist für mich die Kombination, dass einerseits alle zusammenarbeiten an einem Ziel, dass es was Größeres Ganzes gibt, dass alle verstehen, okay, ich bin hier wichtig, wir arbeiten gemeinsam auf ein Ziel hin. Aber gleichzeitig ist es in der Wissenschaft auch immer unheimlich wichtig, die eigene persönliche Karriere und das eigene persönliche Profil zu schärfen. Und da gibt es verschiedene Interessen. Ja, manche wollen vielleicht gar nicht in die Wissenschaft, andere wollen in der Wissenschaft bleiben. Und auch darauf zu hören und da die Synergien zu finden, das ist für mich gelingende Teamarbeit im wissenschaftlichen Kontext. Ich denke, eine große Herausforderung, wenn ich erklären möchte, was ich mache, ist, dass es doch ein bisschen abstrakt ist und sich Leute häufig nicht ganz genau vorstellen können, was ich mache. Aber ich habe jetzt mal hier ein Modell mitgebracht. Also ich arbeite ja an Modellen. Ich konstruiere Modelle, arbeite mit Modellen und Modelle sind immer Vereinfachungen von der Welt. Und häufig wird das als Fehler gesehen. Man möchte eigentlich ein Modell haben, das die Welt so gut wie möglich beschreibt. Aber ich glaube, das ist ein Irrtum. Ein Modell ist deswegen gut, weil es was vereinfacht, weil es was weglässt, weil es abstrahiert. Und dadurch können wir es verstehen, dadurch können wir Dinge begreifbar machen und auch über Dinge sprechen. Also wenn man jetzt mich auf einen Gegenstand festnageln müsste, der ein bisschen veranschaulicht, was wir machen, dann habe ich mal hier dieses Neuron-Plüschtier mitgebracht. Neuronen sind wichtig für die Informationsverarbeitung im Gehirn. Und es hat insofern mit der größeren Gesamtheit meiner Arbeit zu tun, weil ich mich frage, wie denn die Entscheidungsfindung auf fast neurologischer Ebene
Einfluss hat für kollektives Handeln, wenn es um Nachhaltigkeitsherausforderungen geht. Also diese Brücke zu schlagen, von dieser kleinen Skala bis in die ganz große und besser zu beschreiben, wie menschliches Verhalten in Modellen mit biophysikalischen Dynamiken eine Rolle spielt.